Servus und willkommen zu einem neuen Video. Es kam ja länger keins mehr. Das lag hauptsächlich auch daran, dass ich einfach selber kaum TFT gespielt hatte in der zweiten Half-Season. Sorry dafür. Ich glaube, das letzte Video war das mit dem Bissia-Egg-Opening. Aber gut, jetzt kommt die neue Season, Set 7, Dragonlance. Und ja, ich wollte mir einfach so mal das Video von dem Developer-Team reinziehen, was die so gemacht haben. Es ist ungefähr 10 Minuten lang. Das werden wir uns auch gleich angucken. Und ja, ohne viel zu reden, würde ich sagen, wir gönnen uns das mal und schauen mal, was sich so im nächsten Set geändert hat. Hi, I'm Matthew Whitrock, and I've been a game designer on TFT since its inception. My job is to design the mechanics, champions, and traits for upcoming sets. And today, I'm here to talk about our next set, which goes live in just a few weeks with patch 12.11. And then I'll also be giving an update on Double. Also, ihr merkt schon, das ist Englisch, es sind auch englische Untertitel. Ich werde immer so ein bisschen was dazu erzählen. Wie gesagt, kommt jetzt demnächst online, also live. Es sind, glaube ich, nur noch 11 oder 10 Tage, die aktuelle Season, zumindest der Pass geht. Und ich muss noch ein bisschen durchsuchen. Weil, ja, ich habe die Arena noch nicht. Let's get into it. Dragonlance brings you to a world of fantastical magic, ancient dragons, and TFT galore. Whether you're looking to hone your craft with the guild or succumb to the fury of the Ragewing, Dragonlance has something for you. Da bin ich echt gespannt. When we landed on Dragonlance as our set theme, we were excited to create a roster inspired by all sorts of high fantasy stories involving dragons. League of Legends has a few dragon thematics, which fit right into this set. Then, we looked at the roster of champions to grab a couple of actual dragons. We had so many to choose from, like Aurelian Soul, and Shyvana, and actually, that's kind of it. We needed more dragons in the dragon set. Die einzigen zwei. So, we made our own dragons to serve as one of Dragonland's main set mechanics. To do this, we decided to repurpose League's dragon and dragon-ish models to fit into one of the 7 realms. Jetzt Galio einfach auch ein Dragon. If you play League of Legends, it may feel a bit odd to see some of our new dragons at first, but they've allowed us to introduce our most powerful roster from a single trait. Or should I say anti-trait? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich finde es eher ein bisschen weird, dass jetzt einfach Galio ein bisschen Xerath-mäßig ist. Units more powerful than anything that's ever hit the convergence. Dragon units require 2 team slots, but they gain triple the trait bonus from their origin. Alongside. Okay, also im Grunde genommen sind es Kolosse, wie in der letzten Season auch, die 2 Champion-Plätze brauchen, die Drachen. Und sie geben die 3-fache Wertung an ihren Trade. Das heißt, es ist so eine Art Chosen-Mechanik mit Kolossus. Also das wird richtig cool. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass nur die Drachen so Chosen sein können. Was ich mir dann schwierig vorstellen kann, ist, dass tatsächlich die Drachen immer die Hauptcarries natürlich dann wahrscheinlich sind. Und das dann schwieriger wird, andere Champions carryen zu lassen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht ein bisschen langweilig wird, aber da müssen wir mal gucken. Aber finde ich erstmal cool. Okay, also das heißt immer nur eine Drachen-Unit dann natürlich. Und es gibt wahrscheinlich ja dann so ähnlich wie die Elemental-Looks, würde ich mal sagen, auch aus Set 2, dass die einen Trade haben und um den baut man dann wahrscheinlich drumrum einfach nur. Und es gibt wahrscheinlich ja dann genau für jedes Element dann einen Drachen. In the future. And because they are so powerful, they each have a unique gold cost that's higher than other units of their Kostet einfach mal 10 Gold. All these rules allow us to keep these ancient dragons more powerful than your typical units. You know, units that don't rain down lightning, breathe fire, or control the stars. Oh, there's one more ancient dragon that isn't one of the 7 dragons in the dragon trait, except they aren't a playable unit at all. That's the Treasure Dragon event. We're still working on the name. Replacing the Raptors encounter, the Treasure Dragon event gives you a final opportunity to try and finish your comp. Okay. Maybe an item component, some extra gold to finally 2-star your dragon, or perhaps other more rare rewards. When it appears, each player is offered their own pile of treasure.
Then you have two choices. Either take everything you're being offered or refresh your selection for 1 gold. The challenge is that your selection is all or nothing. If you want some of the content, you've got to take it all or refresh for an entirely new offer. Das habe ich auch schon gesehen. But at least it's always free. Das sind Item Components, Nikos Help, Item Remover dabei, alles. Ganz cool. Much of the reason behind this is the game-to-game variance that augments create. So, with our next set, augments are back. But instead of a hex core, you'll each have a dragon shrine. We're also updating the augment arsenal to be better balanced and available at better times for when they are useful. Leider. We're also dragonizing Bin kein Fan with von, muss ich new gestehen. specific choices for the new set, as well as new augments that'll work regardless of what comp you're running. For example, Das macht TFT auch so unnötig leseintensiv und kompliziert. Gerade zu Beginn, reinzukommen. And then there's Think Fast, one of our more hectic augments. It gives you free shop refreshes until the end of the round, so you better roll fast. Okay, that's all I have to share on Dragonlands for now, but keep an eye to the skies for more information as we get closer to launch. It's been a while since we checked in on Double Up, so we've got a couple of updates to go over. First, we're now pursuing an incremental approach to improving Double Up, Das war die beste Season, die Fate Season, die Vierer. We're doing this in part because of Double Up's huge success. Tons of you have been pairing up Beste in the Season. only version of TFT that Schweine guarantees you immer noch top hinterher. scores. We want to keep Double Up going strong. So when we have an improvement to Hab ich ship, selten we gespielt. want to get it into your hands as soon as possible, instead of waiting for an official big Kein Double release Up Fan. moment to drop all the updates. You can expect to see more updates as we release our next set and beyond, with most coming closer to our Dragonlands mid-set. So what will these updates look like? In addition to various interface buffs like team chat, pre-made lobbies, etc., we want to focus on gameplay improvements that will shake up the meta and add more team play. For example, double up specific augments and more engaging assist armory offerings. We're also going to put out a major... Also anscheinend ist es so, dass man jetzt einen Teamchat hat für gerade Leute, die nicht irgendwie über Discord oder so miteinander reden oder Teamspeak. Und dann wird auch geschaut, dass wenn einzelne Randoms zusammengeworfen werden, dass die Lobby dann auch aus random zusammengeworfenen besteht und nicht aus irgendwelchen Premates. Finde ich ganz cool, gerade wenn man tryharden will. Ich spiele es eigentlich nicht, deswegen ist es mir wurscht, aber ganz cool. Upgrade to ranked by bringing it in line with standard TFT queues. Also gibt's jetzt Double Up Ranked oder was? Kannst du dann auch Gold, Platin und so werden, statt die Hyper-Roll-Wertung. Now here's Winston with some cosmetic updates. Cosmetics. Da bin ich dabei. Gott, bin ich hell. Tacticians. My name's Winston Baker and I'm a producer for cosmetics on TFT. Hello. As Whitrock mentioned, our next set is Dragonlands, and it wouldn't be complete without new ways to fly into the fray. Joining the illustrious ranks of Dragon Little Legends are Burno, who still manages to be a grump after a full day in the lava spa, and Poggles, who's made up sieht of bestimmt aus wie 86% Spyro. cranium. But don't let that fool you. There's nothing going on behind those eyes. We've also got a new mythic, Chonk the Wise, Professor of Dragons, Distinguished Drumming, and Drama. We're also updating our pass rewards for Dragonlands. Many of you have loved the Toxatorium, the Tier 3 arena in Neon Knights. So, we're including a Tier 3 arena in the Dragonlands Pass. Muss auf den Pass And during the Gifts of the Golden Lantern event, we released our first mythic tier arena, Golden Tiger Market. It had intro ceremonies, dynamic board elements, and changes as the game progresses. Und das nervt. Will feature our second mythic Das ist nicht gut. And while it will have the features you'd expect from a mythic, like intro ceremonies and dynamic board elements, we will be changing how we distribute it. The Sanctuary of the Ancient Arena will not be tied to a bundle, but rather, just like our other mythic content, it will be a rare unlock from an egg or something similar. Hey, noch mehr Egg Openings, noch mehr Geld für Riot. With how we deliver TFT cosmetics. There's also a new Chibi champion making his way from solo queue games to the Convergence. Yasuo kommt als Chibi. TFT? Well, we heard he has a key. On top of that, there's also Chibi Dragonmancer Yasuo for you to slash foes down in style. Oh, and for you Yasuo mains in League, don't worry. This Chibi Yasuo comes equipped with Master 7 by default.
Das ist einfach das Geilste in der Season, der Chibi Yasuo As each set mit dem event Level comes out, 7 we create Spam. more ways to personalize your board, tacticians, and more. Geil. We're also creating new ways to earn and purchase this new content. One new way is through a project we call Treasure Troves, your one-stop shop for chase content. Treasure Troves will also be our way of bringing back vaulted or retired TFT content, such as Das ist booms from geil. Yestersets past. We'll have more details on Treasure Troves when they're closer to arrival. Finally, TFT is Das turning ist 3 at geil. the end of June, and my heart's fluttering. Ich muss mich gestehen, ich habe in der allerersten Season den TFT-Pass nicht zu Ende gespielt. Und das hat mich so getriggert, weil ich immer alle Arenen hatte und alle Booms. Bis auf diese eine Arena. Es war irgendwie so eine lilane Kluft, so eine ganz alte. Sieht richtig hässlich aus. Ist auch eigentlich egal, aber ich wollte sie alle haben. Und ja, jetzt kann man sie wahrscheinlich dann einfach wieder bekommen. Das finde ich geil. Just thinking about it. But that could also be from the anniversary Flutter bug, which will be free for anyone who plays during our celebration. Around then, we'll also be distributing another free little legend for players who made it to gold or higher during either half of Gizmos and Gadgets. Die Victoria's Siegreichen. Talker is the essence of progress, with a love of literature and adorable laser eyes. And if you made it to gold or higher during both halves of the set, good job. You'll also be getting Talker's triumphant counterpart. So don't wait too long to hit your Krieg rank ich beide. because Nice. time's a talking. And with that, I'll throw it back to Whitrock. I'm is talking. Over the last 3 years, TFT has grown from a 10-person team Wie das einfach working in a aussah im secret Entwicklerstatus, corner of the office Stadium. to multiple teams working on life balance, upcoming set design, and thematics multiple sets out. Plus the teams on Double Up, cosmetics, and our 3rd anniversary celebration. And that's not even everyone. We've come so far, and it's only because you've stuck with us throughout this amazing journey. As one of the original members of TFT's development team, thank you so much for giving us the opportunity to share this game with you. Since our game's start, you've Season collectively 1, played das war doch almost schön. 1.5 billion hours of TFT. Das war And doch that blows schön. us away. We have so much coming to TFT on the horizon, so stay tuned throughout the rest of Gizmos and Gadgets, into Dragonlands, and beyond. Thanks again, and we'll see you on the Convergence. Okay. Gut. Das war's, würde ich sagen. Schreiben wir mal einmal hier kurz wieder um. Ich bin mega hyped. Am allergeilsten ist einfach, dass wir jetzt einen Chibi Yasuo kriegen. Für den Yasuo-Main auch in TFT da ein Chibi. Und ich glaube, Yasuo ist auch wieder im Set als Gold, also als legendäre 5 Gold-Unit. Ich weiß nur noch nicht, wie das Ganze, wie gesagt, mit den Carries sich dann verhält, ob man zum Beispiel so Yasuos dann auch carryen lassen kann oder ob man dann immer schauen sollte, dass man den jeweiligen Drachen carryen lassen kann oder ob der Drache eigentlich wirklich nur dafür da ist, dass er diese Boni praktisch dem Trade hinzufügt, also dass der ja das Dreifache für den Boni zählt. Das weiß ich jetzt noch nicht, keine Ahnung, das wird man rausfinden müssen. Ansonsten fände ich es sehr schade, wenn man die Drachen dann immer als Carries spielen müsste, damit das effektiv ist. Aber ich glaube, da werden sie schon irgendwas balancen, dass man dann auch mal eine 1-Gold-Unit oder was auch immer ganz gut carryen lassen kann. Haben sie ja bisher eigentlich auch immer so gemacht. Gut, dann war es das auch schon. Ich packe euch den Link von dem Originalvideo auch nochmal unten in die Beschreibung, damit ihr da reingucken könnt und das euch in Ruhe anschauen könnt, ohne mein Zwischengelaber, ohne dass ich Stopp drücke. Aber ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß noch in dem jetzigen Set. Wir haben es ja noch ein paar Tage. Und ich freue mich mega auf das neue Set. Ich hoffe, ihr auch. Und dazu werden auf jeden Fall wieder auch ein paar Videos von mir dann kommen. Ich werde mich da reinfuchsen. Am Anfang absolut keinen Plan haben und aufs Maul kriegen. Aber das ist immer das Schönste eigentlich an dem Ganzen, wenn ein neues Set rauskommt. Und ja, dann schauen wir mal, was wir die Season werden. Ob wir es mal über Diamant hinaus schaffen, in Master. Oder auch nicht. Aber ja, freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns im nächsten Video. Servus.